willkommen in meiner Küche. Heute stelle ich euch ein Rezept vor, das ich von meinem Schwiegervater habe: Plinsen. Für alle, die sie nicht kennen, es ist ein Pfannkuchen, dessen Teig mit Hefe angesetzt wird. Es ist eins von diesen simplen und zugleich genialen Essen, die zwar nicht unbedingt gut für die schlanke Linie, aber hervorragend für die gute Laune sind. Für den Teig braucht man nicht viel. Ich gebe Mehl in eine Schüssel und schlage es trocken mit dem Schneebesen ein wenig auf. Das dient dem Auflockern und Anreichern mit Sauerstoff, denn auch Hefe will atmen. Sodann gebe ich etwas kalte Milch dazu und verrühre sie mit dem Mehl. Anschließend gebe ich die Hefe dazu. Sie wird einfach zwischen den Fingern zerkleinert, zum Mehl gegeben und untergerührt, bis sie sich aufgelöst hat. Noch etwas kalte Milch dazu, weil es sich leichter rühren lässt. Am Schüsselrand kann man noch einige Klümpchen sehen, also rühre ich noch ein bisschen weiter. Wenn ich mit der Konsistenz des Teiges zufrieden bin, gebe ich noch die Eier dazu und arbeite auch diese ein. Es wird kein Zucker zum Teig gegeben. Da ich die Plinse in der Pfanne abbacke, ist der Teig recht dünnflüssig. Hier zeige ich die Konsistenz. Man kann sie auch im Waffeleisen zubereiten, dann sollte der Teig etwas fester sein, also gebe ich einfach weniger Milch dazu. Jetzt sollte der Teig noch eine Stunde zugedeckt ruhen, damit sich die Hefe entfalten kann. Butter und Salz wiege ich schon mal ab und stelle sie neben die Schüssel, weil ich sie erst später dazugeben darf, da Salz und Butter der Hefe das Leben schwer machen. Der Teig hat geruht und er ist nicht sehr hoch gekommen, da er recht viel Flüssigkeit enthält. Die Butter gebe ich zum Schmelzen in die Mikrowelle, während ich schon mal das Salz zum Teig gebe und unterrühre. Anschließend die Butter. Und jetzt ist es wichtig, den Teig zu probieren. Er sollte nach Salz schmecken, ohne versalzen zu sein. Das ist wichtig, denn nur so kommt der typische Geschmack zustande. Am besten nimmt man Meersalz, denn das hat einen besseren Geschmack als Steinsalz. Und nun kann es auch schon losgehen. Eine Pfanne wird gut erhitzt, Öl hinzugegeben und verteilt. Ein paar Tropfen Teig zeigen mir, ob sie heiß genug ist. Und da ich kaltes Essen nicht mag, wärme ich meinen Teller hier über Wasserdampf auf. Der Teig wird in die Pfanne gegeben und verteilt. Ich benutze hier den Teigrechen, der mit der Crepepfanne mitgeliefert wurde. Ein Teigschaber oder Versatzspachtel funktionieren ebenso. Mein Schwiegervater hat die Pfanne einfach hin und her geschwenkt. Nach 1 bis 2 Minuten, je nach Hitze der Pfanne, schaue ich nach, wie braun der Pfannkuchen ist, und dann wende ich ihn. Bitte niemals wenden, wenn die Oberfläche noch flüssig ist. Das gibt eine riesige Sudelei und unnötige Putzarbeit, weil der flüssige Teig überall herumkleckert. Den Essteller nehme ich schon mal mit einem Topflappen vom Wasserdampf herunter und stelle ihn auf den Tisch. Die Plinse wird nochmals gewendet und dann auf den warmen Teller gegeben. Dies ist auf jeden Fall ein Essen für die Küche, denn weite Wege wären fatal. Genauso wenig empfiehlt es sich, die Plinsen allesamt vorab zu braten. Das Essen lebt auch davon, dass man voller Heißhunger auf die nächste Plinse warten muss. Während ich die nächste Plinse in die Pfanne schütte, übernimmt mein Mann seinen Aufgabenanteil, und das ist: erstens, frische, zimmerwarme Butter auf der Plinse zu verstreichen. Dazu nimmt man am besten ein Fischmesser oder einen Versatzspachtel, denn durch den abgewinkelten Griff lässt sich die Butter einfach verteilen. Zweitens, feinen Zucker auf der gebutterten Oberfläche zu verteilen. Dazu hält man den Löffel am besten schön hoch, das gibt einen besseren Streueffekt. Und drittens, die Plinse anschließend schön eng zusammenzurollen. In unserem Fall wird die Plinse dann noch halbiert, denn wir teilen sie uns immer und es gibt nichts Schöneres, als in diese weichen, warmen, buttrigen Plinsen zu beißen, wobei der Zucker zwischen den Zähnen knirscht. Wir finden, dass ein Milchkaffee dazu am besten schmeckt. Und das war's auch schon. Eigentlich wollten wir heute Pizza essen gehen und ich hatte vor, die Plinsen einzufrieren, aber dieser Plan war sofort über den Haufen geworfen, als das Wort Plinsen fiel. Dieses Rezept müsst ihr unbedingt einmal ausprobieren. Zutaten und Mengenangaben findet ihr wie immer unten in der Beschreibung. Über einen Daumen nach oben würde ich mich natürlich sehr freuen. Bitte abonniert meinen Kanal, es kostet nichts. Ihr könnt mir auch auf Instagram und Facebook folgen.
Viel Spaß beim Zubereiten und wie immer guten Appetit!